Wir sind jetzt in Can Tho, 130 Kilometer südlich. Hier bleiben wir ein paar Tage, um das Mekong-Delta zu erkunden. In Vietnam nennt man den Mekong, den Fluss Kulong, die 9 Drachen. Im Delta hat der Fluss 9 Hauptarme, deswegen der Name. Die Quellen liegen im Himalaya in Tibet. Der Fluss ist rund 4900 Kilometer lang. Das Mekong-Delta ist die Reisschüssel Vietnams und eine vielfältige Landschaft aus üppigen Grünflächen, Mangrovenwäldern und Wasserstraßen. Es ist eine Welt aus Booten, Häusern, Restaurants und Märkten, die auf den Flüssen, Kanälen und Bächen schwimmen. Einen Stopp machen wir auf der Insel Tan Pon. Tee mit frischen Früchten ist ein typischer Imbiss. Die Früchte isst man gewürzt mit einer Salz-Chili-Mischung. Schmeckt vorzüglich. Weiter geht es mit dem Fahrrad. Später steigen wir auf ein Ruderboot um, fahren die engeren Kanäle entlang, bis uns unser Boot, quasi das Taxi, an anderer Stelle wieder aufnimmt und zur Insel An Binh bringt. Etwas länger halten wir uns bei einem Handwerksbetrieb auf, der unterschiedlichste Lebensmittel herstellt. Hier entsteht hauchdünnes Reispapier, das man mitessen kann, wie wir später noch sehen werden. Daneben fertigen die Mitarbeiter Süßwaren, etwa aus Kokosnüssen wie Bonbons und Lutscher. Natürlich lässt sich alles probieren. Auch Whisky brennt man. Eine Besonderheit ist ein Brand, der mit Schlangen versetzt ist. Glaubt man doch, dass das Gift in kleinen Dosen heilend wirkt. Puffreis entsteht traditionell in einer Mischung mit schwarzem Sand in einer Eisenpfanne. Sieben genügt, um beides zu trennen. Der Puffreis wird zusammen mit Karamell verpresst und geht in den Laden, den es hier auch gibt. Nur steht gleich das Mittagessen an, deswegen sollte man nicht zu viel probieren. Wir entscheiden uns für einen lokalen Fisch, einen Elefantenfisch. Man entfernt das Fleisch stückchenweise und packt ihn zusammen mit Salat und Zutaten in Reispapier ein, würzt alles und isst ihn dann mit der Hand.
Auf dem Rückweg reicht es für einen Halt bei einer Töpferei, in der große Terrakotta-Vasen und Statuen für den Export hergestellt werden. Der Lehm kommt von Reisfeldern, die für die Fischzucht vertieft werden. Nachbarn verdienen sich etwas dazu. Für 8 Stunden Arbeit unter einfachsten Bedingungen erhalten Männer 400.000 Dong, Frauen 350.000. Das entspricht etwa 15 respektive 13 Euro Tageslohn. Weiter geht es zu unserer Lodge in Can Tho, wo wir den Tag auf der Terrasse in wunderbarer Umgebung ausklingen lassen. Diesmal nur für eine Nacht. Schwimmende Märkte wie in Kai Rang sind im Mekong-Delta nicht selten. Bauern und Händler verkaufen ihre saisonalen Waren auf dem Wasser. Dutzende motorisierte Sampans, die mit Reis, Früchten, Kartoffeln und vielem mehr beladen sind, tummeln sich auf dem Fluss. Die Käufer sind mit kleineren Booten unterwegs. Die Preise sind etwas günstiger als auf den Märkten an Land. Versorgt werden die Händler, die mehrere Tage oder sogar Wochen hier sind, von ebenfalls schwimmenden Garküchen, sofern sie nicht selbst kochen. Mittendurch fahren dann größere Schiffe, manche so groß wie Binnenschiffe auf dem Rhein. Das mit wenigen Metern Abstand zu den Marktbooten. Auf einer Plattform findet sich eine Produktion von Reisnudeln. Der Reisteig wird auf ein gespanntes Tuch aufgetragen, mit einem Deckel abgedeckt und etwa 1 Minute gekocht. Anschließend trocknet man die Fladen und schneidet sie in Streifen. Reisnudeln finden sich in zahlreichen Gerichten der vietnamesischen Küche. ...130 Kilometer entfernt von Kai Rang liegt mit Tra Su ein großer, geschützter Mangrovenwald. Die 1982 bis 1984 aufgeforstete Landschaft umfasst etwa 850 Hektar, von denen 150 besucht werden können. 70 Vogel- und Storchenarten sollen hier zu finden sein, weiter 22 Reptilien, 11 Säugetierarten und 23 Wassertierarten. Der Wald Tra Su Melale Uka ist zudem ein Paradies für Pflanzen. Allein 80 Heilpflanzen gedeihen hier. Man fährt teilweise durch eine Wasserlandschaft, wo vor lauter Pflanzen die Wasseroberfläche gar nicht mehr zu sehen ist.